Okay, passt. Ich hau mich hin. Ma, das haut einfach nicht hin. Na geil, ich hau mich an. Kannst das du schnell weghauen? Ja, gib her. Ich hau's schnell weg. Jetzt hau ich echt einen Hut drauf. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute zeigen wir euch 5 Ausdrücke mit dem Verb hauen, die sehr typisch in unserem Dialekt sind. Los geht's! Erstens, ich hau mich hin. Ich hau mich hin ist bei uns sehr typisch, wenn wir sagen möchten, dass wir uns hinlegen möchten, also ausrasten. Achtung, in Österreich meint ausrasten nicht wütend sein oder wütend werden, sondern ganz einfach erholen. Einerseits können wir ich hau mich hin dafür verwenden, wenn wir zum Beispiel nach einem anstrengenden Tag eine Pause einlegen möchten, uns kurz erholen möchten. Andererseits können wir ich hau mich hin auch verwenden, wenn wir anderen mitteilen möchten, dass wir uns aus der Gesellschaft zurückziehen wollen und jetzt ins Bett gehen möchten, jetzt schlafen gehen möchten. Typische Beispiele sind, boah, das war jetzt echt anstrengend, ich hau mich nur kurz hin, bevor ich zur Feier fahre. Ich bin echt müde, ich hau mich hin. Gute Nacht. Wollt ihr euch nur kurz hinhauen, bevor es fahrt? Die Autofahrt dauert echt lang, da ist gescheiter, ihr seid fit. Gut, wir hauen uns hin für heute. Schlaft's gut. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass wir nicht hinhauen gesagt haben, sondern immer nur hinhauen. Also wir haben das N bei hin weggelassen. Das passiert auch in der nächsten Redewendung. Nummer 2. Das haut nicht hin oder das haut einfach nicht hin. Hier haben wir das gleiche Verb von vorhin, nämlich hinhauen. Aber jetzt heißt es etwas ganz anderes. Wenn etwas nicht hinhaut, dann meint man, dass etwas nicht funktioniert, nicht klappt oder nicht in Ordnung ist. Nicht hinhauen kann aber auch verwendet werden, um auszudrücken, dass etwas nicht gelingt oder um auszudrücken, dass sich etwas zeitlich nicht vereinbaren lässt. Zum Beispiel, ich will schon seit Stunden das Dokument hochladen, aber es haut einfach nicht hin. Na, das haut noch nicht ganz hin. Ich muss meine Präsentation noch ein bisschen besser üben. Können wir bei dir wieder einen Spieleabend machen? Na leider, das haut diesmal bei mir nicht hin, ich bin an dem Tag nicht da. Und? Habt ihr alles fertig gekriegt? Na, die Montage hat leider nicht hingehauen, wir probieren es morgen nochmal. Aber wir können dieses Verb natürlich auch ohne Negation, also ohne das Nicht, verwenden und damit ausdrücken, dass etwas gelingt, funktioniert, zeitlich gut reinpasst und in Ordnung ist. Schauen wir uns noch ein paar Beispiele dazu an. Hast du spontan Zeit, dass wir uns morgen treffen? Ja, morgen haut hin. Wie war eure Reise? Hat alles passt? Ja, es hat echt alles super hingehauen. Hast du eigentlich geschaut, ob der Ofen schon geht? Ja, ich habe schon geschaut, der haut hin. Und zu guter Letzt können wir das Verb hinhauen verwenden, um einem Menschen Mut zu machen, dass etwas bestimmt klappen wird. Zum Beispiel können wir hier sagen, mach dir keine Sorgen, die Prüfung schaffst du locker, das haut sicher hin. Denk nicht zu viel nach. Ja, es ist eine lange Reise und ja, du musst oft umsteigen, aber das haut sicher alles hin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles schaffe. Sicher, wirst sehen, das haut alles super hin. Drittens, ich hau mich an. Ich hau mich an ist sehr typisch und ein Satz, den wir als Reaktion auf etwas verwenden. Wenn uns eine Person etwas erzählt, das wir lustig finden und gleichzeitig aber auch darüber verblüfft oder erstaunt sind, dann könnten wir sagen, na, ist das lustig, ich hau mich an. Eigentlich heißt das Verb abhauen etwas ganz anderes. Im Dialekt verwenden wir es aber reflexiv, also rückbezüglich, sich abhauen und damit meinen wir, dass wir das Gesagte lustig, komisch oder witzig finden, aber immer ein bisschen darüber erstaunt oder überrascht sind. Vielleicht würde hier im Standarddeutsch auch der Ausdruck ich lach mich tot passen, aber wie wir gerade gesagt haben, schwingt beim Ausdruck ich hau mich an auch immer eine gewisse Verwunderung, ein gewisses Erstaunen mit. Wie ihr auch seht, verändert sich der Präfix ab, also abhauen wird zu anhauen oder auch obhauen. Das A wird also zum O. Und hier noch ein paar Beispiele. Du wirst das nicht glauben, ich habe meinen alten Kollegen die Wochen 3-mal zufällig in der Stadt getroffen. Wir haben uns beide so abgehauen. Ich habe ernsthaft die Kaffeemaschine gewonnen. Na, ich hau mich an, ist das cool. Letztens in der Arbeit laufe ich meinen alten Schulkollegen über den Weg. Ich habe ihn erst gar nicht kennt. Der arbeitet jetzt auch in meiner Firma. Na echt, ich hau mich an. Nummer 4. Ich hau's weg. Jetzt haben wir einen typischen Ausdruck mit dem Verb weghauen, was bei uns in Österreich ganz einfach wegschmeißen, wegwerfen heißt.
Üblicherweise verwenden wir dieses Verb in Verbindung mit Mist oder eben Dingen, die wir nicht mehr brauchen und die wir entsorgen möchten. Wir haben euch eine andere Variante von hauen, nämlich einhauen, also reinwerfen oder hineinwerfen, schon einmal in einem anderen Video erklärt, in dem wir euch die Mülleimer in Wien gezeigt haben. Wenn euch das interessiert, schaut euch dieses Video gerne an. Und hier noch ein paar Beispiele mit weghauen. Hast du einen Pizzakarton schon weggehauen? Ja, ich habe ihn vorher gerade weggehauen. Kannst du das schnell weghauen für mich bitte? Soll ich den Pulli weghauen? Eigentlich gefällt er mir nur, aber er ist schon so ausgewaschen. Na, hau ihn noch nicht weg, der steht da voll gut. Nach der Trennung hat er einfach alle Fotos und Erinnerungen weggehauen. Und was war das letzte, was ihr weggehauen habt? Und noch ein anderes Beispiel mit hauen haben wir euch im Intro gezeigt, nämlich dieses. Nummer 5. Jetzt hau ich einen Hut drauf. Den Hut draufhauen ist eine typische Redewendung, die meint, dass wir aufgeben, dass wir mit etwas aufhören. Je nach Kontext könnten wir damit meinen, dass wir etwas tatsächlich aufhören, beenden, also resignieren. Da könnten wir auch sagen, ich lasse es sein, ich gebe auf, ich hau den Hut drauf. Das funktioniert sowieso nicht. Oder wir meinen damit, dass wir nur für eine bestimmte Zeit oder nur für heute etwas beenden, aufhören, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt diese Arbeit oder diese Tätigkeit fortsetzen. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, für heute ist genug, jetzt hau ich einen Hut drauf und geh heim. Übrigens, mit dem Verb hauen gibt es noch mehr Redewendungen, zum Beispiel abhauen und sie über die Häuser hauen. Diese Redewendungen erklären wir in einem anderen Video, schaut euch das unbedingt an. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Für heute hauen wir einen Hut drauf und ich hau mir jetzt über die Häuser. Pfiat euch und bis zum nächsten Mal. Wie immer bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.